Montagmorgen, 7. August 2023, die erste Woche vom August haben wir auch schon wieder geschafft. Na gut, bevor wir uns hier richtig in die stressige und hektische Arbeitswoche stürzen, fangen wir doch mal ganz entspannt an, den Tag so zu genießen, wie man sich das vielleicht als Auswanderer und als Urlauber auf alle Fälle vorstellt. Wir sind heute hier im hohen Norden von Pattaya, exakt am Naklua Bamboo Beach, auf dem wir uns mal so ein bisschen umschauen werden. Der ein oder andere Zuschauer kennt das sicherlich, der war schon mal hier gewesen. Die Ecke hier oben ist auch sehr, sehr gut bekannt. Viele Kondos, viele bekannte Hotels aber auch. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das hier im August 2023 aussieht. Damit hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf unserem kleinen Heimatkanal hier direkt aus Pattaya. Ja, wie eben schon gesagt, diese Gegend sollte sehr, sehr vielen deutschen Urlaubern vielleicht von früher noch bekannt sein. Allerdings auch hier bleibt die Zeit nicht stehen. Vieles wird neu gebaut. Wenn man hier hochfährt vom Terminal 21 bis hierher, sieht man schon links und rechts überall riesige Baustellen, eingezäunte Grundstücke, wo dann also auch noch mehr gebaut wird. Und wenn man ein paar Wochen hier vielleicht nicht gewesen ist oder als Urlauber ein paar Monate, dann wird man sich dann immer wieder erstmal neu orientieren müssen, was es hier alles Neues gibt. Das Schöne in dieser Ecke ist ja, man kann sich immer an den Hightowern orientieren, die bleiben natürlich stehen und dann weiß man also auch gleich, wo man hier unterwegs ist. Im Moment, ich würde es immer noch als Nebensaison bezeichnen, am frühen Morgen hier relativ ruhig, allerdings gegen Abend wird es dann natürlich hier an den Stränden und auch auf den Straßen deutlich voller. Ich würde mal vorsichtig ausdrücken, das, was ich so von dem Stimmengewirr so mitbekomme, sehr, sehr viel Russisch, was hier gesprochen wird. Dazu auch ein paar asiatische Touristen, die ich nicht ganz genau zuordnen kann. Und am Wochenende waren hier auch natürlich sehr, sehr viele thailändische Touristen, weil diese Ecke ist hier auch bekannt. Kommt auch häufiger in der Werbung vor. Social-Media-Kanäle tun dann ihr Übriges, weil es einfach, ihr habt es ja gerade schon gesehen, halt hier diese schönen Fotomotive und so weiter alles gibt, was man dann natürlich dankbar mitnimmt, damit man halt den Daheimgebliebenen so ein paar schöne Eindrücke zeigt, was man alles hier gesehen hat, wie schön es doch hier ist. Allerdings ist es ganz wichtig zum Thema Zeigen, man sollte bei seiner Kamera vielleicht die richtigen Einstellungen wählen, sonst wird das hier ziemlich kopflos. Hier mal wieder der Oberlehrer Pro-Tipp. Selbst nach einem ausgiebigen Frühstück, wo man eigentlich schon müde ist und eigentlich wieder zurückgehen möchte, nochmal schauen, ob alle Settings richtig eingestellt worden sind. Ansonsten wird das hier ein ziemlich schlechtes Bild heute, aber das meiste für euch konnte ich noch retten, so dass also auch der anspruchsvolle Zuschauer, der hier bei uns auf dem Kanal zuschaut, hier wenigstens ein paar schöne Aufnahmen kriegt, damit man sich daheim geblieben ein kleines Bild machen kann, wie es hier zurzeit aussieht. Und vielleicht weckt es ja bei dem einen oder anderen auch die Vorfreude, hier in Zukunft wieder seinen Urlaub zu verbringen. Weil wie gesagt, Naklua, zumindest aus den Berichten, die ich von früher kenne, von euren Kommentaren und so weiter, soll ja mal so die deutsche Hochburg gewesen sein. Ich denke, der ein oder andere Rentner wird sich auch hier niedergelassen haben. Dazu die bekannten Restaurants. Ob es dann genau die bekannten Restaurants, die ihr vielleicht schon aus den 1990er, 1980er Jahren und so weiter kennt, noch gibt, muss man halt immer schauen. Aber ich denke, da wird jeder mit seinen Favoriten in Kontakt sein, vielleicht den auf Social Media auch folgen. Und dann weiß er da viel, viel besser als wir, wie die Entwicklung dort ist. Ja, wir kommen häufiger eigentlich an den Strand, weil der ziemlich nah bei uns liegt, nehmen das aber halt auch nicht immer auf, weil ihr kennt das, wenn man hier so ist, wenn man jeden Tag hier unterwegs ist, dann kennt man die Ecken, dann weiß man das schon, wie es aussieht, kann sich also auch dann an den kleinen Veränderungen, die es so gibt, erfreuen. Und hier draußen ist es halt deutlich ruhiger noch, als wenn man zum Beispiel am Pattaya Beach ist oder auch im vorderen Bereich vom Jomtien Beach. Dort ist ja doch mehr geboten, was Urlauber und Touristen und so weiter angeht. Gerade das Wochenende war wieder extrem voll gewesen hier. Wenn man hier von A nach B wollte, wieder sehr, sehr viel Zeit einzuplanen. Im Laufe des heutigen Tages hat sich dann das alles natürlich ein bisschen relativiert. Ihr kennt das immer, Wochenende sehr gut mit Touristen, gerade aus ganz Thailand hier besucht. Unter der Woche haben es dann die ausländischen Touristen für sich selbst. Und ich denke, wenn man so den Tag beginnen kann, hier in aller Ruhe so einen kleinen Strandspaziergang macht,
keine Leute, die einen nerven, kaum Menschen unterwegs. Kann man seinen Gedanken wunderbar nachhängen, vergisst vielleicht auch mal für ein paar Minuten all die Dinge, die einen sonst so im Kopf rumschwirren. Vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir, wenn ihr manchmal so die Nachrichten des Tages aufschlagt, dann seid ihr gleich bedient für eine ganze Weile. Sowas passiert einem hier natürlich nicht. Hier ist man zusammen mit der Natur und vielleicht, ja, wenn das Wetter auch ein bisschen besser ist, ihr seht es heute leicht bewölkt, nicht ganz so warm, lädt das dann auch hier ein, zum Baden, zum Schwimmen zu gehen. Das Wasser hier oben, habe ich auch schon in vielen Videos gesagt, ist aus meiner Sicht immer ein bisschen besser als vorne in Pattaya oder auch drüben in Jomtien. Woran das genau liegt, kann ich euch nicht ganz genau sagen. Vielleicht ist hier eine andere Strömung oder wie auch immer. Und dann kann man hier wirklich an kilometerlangen Sandstränden einsam spazieren gehen. Nebenbei schaut man sich dann den Baufortschritt der nächsten Hightower an. Ja, ihr seht das hier auf der linken Seite. Da wird fleißig weitergebaut und ich gehe auch davon aus, dass das nicht die letzten Hightower sind, die hier hochgezogen werden. Beeindruckend für mich ist halt immer die Geschwindigkeit, mit der hier gebaut wird. Also ich würde mal sagen, vor 2 Jahren war das hier noch ein ödes Fleckchen Land gewesen, wo jetzt dieser Tower komplett steht. Vielleicht auch durch die C-Zeit gab es ein bisschen Bauverzögerung und so weiter. Aber mittlerweile wird hier, so wie ich das sehe, Tag und Nacht gearbeitet, so dass also auch hier die nächsten Tower bald fertig sind für Investoren, vielleicht auch neue Auswanderer und so weiter, die dann hier ihren Lebensabend verbringen wollen. Geboten ist hier oben natürlich nicht ganz so viel, wie wenn man direkt in der Innenstadt wohnt. Das heißt, man hat hier doch etwas weitere Wege, wenn man in den bekannten Vergnügungsvierteln unterwegs sein möchte. Allerdings auch zum Fahren relativ gut, relativ einfach, ist ja nur die große Nakloa Road hoch und runter zu fahren und dann ist man ja auch schon in der Innenstadt. Hat halt so ein eigenes Flair hier oben. Wie gesagt, für mich persönlich immer sehr, sehr ruhig, sehr entspannt. Man kann also auch hier so ein bisschen sich mit sich selbst beschäftigen, mit der Natur zusammen sein. Also all diese Dinge, die man vielleicht, wenn man älter wird, auch sucht. Und gerade wenn man hier lebt, ist es natürlich definitiv nicht so, dass man jeden Tag von früh bis spät in den Bars rumsitzt und sich da die laute und plärrende Musik um die Ohren schallen lässt, sondern sitzt man vielleicht an einem von diesen Restaurants hier, mal hier zum Frühstücken, mal dort zum Mittagessen oder zum Brunch, was man auch immer so bevorzugt. Am Abend ist es ohnehin hier richtig schön, wenn so die Sonne untergeht. Ja, das ist ein ganz, ganz schönes Lebensgefühl, liebe Zuschauer. Kann ich euch aus eigener Erfahrung nur empfehlen, wenn ihr hier in der Nähe seid oder hier einfach mal herkommt, euch das mal in Ruhe anzuschauen. Was wir auch schon in einigen Videos gesagt haben, mittlerweile auch die Strände sehr gut überwacht hier. Heute gelbe Flagge, das bedeutet, ja, man kann schwimmen gehen, man kann auch hier baden, wie es ihr an den anderen Urlaubern dort seht. Aber der Wellengang ist halt ein bisschen höher und für Kinder vielleicht nicht ganz so geeignet. Es sei denn, man lässt die halt hier draußen an der Brandung so ein bisschen im Wasser planschen. Dann sollte es funktionieren. Viele von den thailändischen Urlaubern, die hierher kommen, haben es natürlich auf den neuen oder in Anführungsstrichen neuen oder vielleicht sage ich es besser, auf den neu gehypten kleinen Fischmarkt dort hinten abgesehen, wo wir auch gleich noch hinkommen. Der ist natürlich auch sehr viel in der Werbung jetzt gewesen, auch dort wieder das übliche Social Media Berühmtheiten und so weiter haben dort jetzt ihre Videos da gemacht und gezeigt, dass es hier ganz, ganz tolles Seafood gibt, was es an jeder anderen Straßenecke natürlich auch gibt. Aber hier ist es ja nochmal ganz, ganz besonders und ganz, ganz neu. Ich kenne diesen Markt also mittlerweile, glaube ich, seit 2 Jahren oder sowas. Es hat sich immer halt so ein bisschen mehr ausgedehnt und gerade am Wochenende ist dann auch diese kleine Zufahrtsstraße an dem ehemaligen Restaurant, was es dort gibt, komplett zugestellt mit kleinen Foodcarts und so weiter. Heute am Montag ist da weniger los gewesen, aber am Wochenende, wenn es dann also natürlich auch mehr Urlauber sind, die hier Hunger haben, dann wird das natürlich auch für die Händler ein kleines Geschäft sein und dann kommen die hier natürlich auch in Scharen vorbei. Das Schöne ist immer, hier oben in Nakloa habe ich bisher noch nichts gehört, dass es irgendwie Streitigkeiten mit den Straßenhändlern gibt. Da sieht es drüben in Jomtien etwas anders aus. Da kommt im Wochenrhythmus irgendeine Beschwerde von irgendjemandem, der dann sagt, ja, diese ganzen Foodcards, die nehmen uns die Parkplätze weg, die nehmen uns die Kunden weg, wenn wir halt stationäre Restaurants haben, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann.
Andere Anwohner beschweren sich über laute Musik und die Gerüche. Ja gut, das ist halt ein Touristenort. Jeder versucht halt so, wie es geht, wie er halt sein Business aufgebaut hat, Geld zu verdienen. Ob man da regulierend eingreifen muss oder ob man da auch mit Verboten und so weiter arbeiten muss, ja, bin ich zwiegespalten. Im Zweifelsfall regelt das alles der Markt. Wenn das Überhand nehmen würde und niemand mehr irgendwas verdient, ja gut, dann würden die auch von ganz alleine weniger werden. Für mich persönlich immer sehr, sehr gut, weil ich kann aus jedem Konto hier rausspringen, habe immer was Vernünftiges zu essen direkt vor der Tür für kleines Geld und damit ist das eigentlich auch so ein Stückchen, ja, thailändische Kultur, thailändische Tradition, dass man halt wirklich ein knapp 24 Stunden Angebot hat an Essen und sich also auch da an verschiedenen Dingen immer wieder, ja, neu erfreuen kann. Jetzt haben wir es vor lauter Quatschen schon fast geschafft zu diesem kleinen Fischmarkt hier auf der Nähe. Also hier hinten, eigentlich diese Querstraße hinter dem Zentara, da findet man das dann ganz, ganz einfach, auch am Strand, hier für Sportmöglichkeiten und so weiter. Wer sich hier ein bisschen betätigen möchte, alles da. Ebenso Jetski ausleihen, Kajaks habe ich gesehen zum Leihen. Drüben in Pattaya ist ja verstärkt immer dieses Parasailing angesagt. Das habe ich hier heute und die letzten Tage nicht gesehen. Vielleicht ist eher so der Hotspot für die Parasailing-Freunde drüben am Pattaya Beach. Wird sicherlich aber auch von vielen Reisegruppen, gerade von den indischen und so weiter, gebucht, die dann dort halt das in ihren Packages mit drin haben. Die kommen dann nicht bis hier oben, die haben dann auch nichts Individuelles und müssen dann halt ihr Besuchsprogramm abarbeiten. Aber wir Individualtouristen, wir Rentner und Auswanderer, wir haben halt die Chance. Hier auf der linken Seite seht ihr mal so diesen kleinen Markt. Ich konnte jetzt nicht direkt dort aufnehmen, weil einfach das alles zu voll war mit Leuten. Aber ihr kriegt einen kurzen Eindruck, wo das Ganze zu finden ist. Ja, damit haben wir unseren kleinen Morgenspaziergang hier erfolgreich absolviert. Ich hoffe, ihr habt trotz der Kameraprobleme ein paar schöne Bilder und ein paar gute Eindrücke von der Location hier bekommen. Wenn euch Fragen quälen, die ihr mir gerne stellen wollt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Wie immer der Aufruf, Kanal abonnieren, Video liken, Video teilen nicht vergessen. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.